Das sieht so aus, als ob ich die Schraube losgebrochen hätte, also die Mutter losgebrochen hätte. Es ist Glanz, nicht matt. Wir haben matt bestellt. Ich bin gerade echt sauer. Und das heißt, die Pumpe muss ausgebaut werden. Wir glauben an ihn. Wir wissen nach wie vor nichts, also die geht jetzt zum Spezialisten. Das Bonding-System ist so eine Art Potentialausgleich, typisch für die Amel, und verbindet alle Metallteile am Boot, die Reling, den Motor und so weiter, mit dem Kiel, mit dem Stahlkiel, und bindet sozusagen alle Potenziale in einen Strang ein, die dann praktisch ins Wasser abgeleitet werden. Das ist also nicht die Erde, nicht der Minus, sondern ein Potentialausgleich oder so etwas Ähnliches. Nennt sich Bonding-System, bin ich auch kein Spezialist dafür. Der Pumpensumpf ist ja sehr tief, das konnte man, glaube ich, beim letzten Mal schon sehen. Und wir haben diesen Kupferstreifen, der abgerissen ist. Und deswegen musste ich den erstmal besorgen. Wir haben jetzt keinen Kupferstreifen bekommen, deswegen habe ich ein Kupferrohr aus dem Baumarkt besorgt und habe mir das vom Schweißer plattwalzen lassen, sodass das praktisch ein 3 cm breiter Kupferstreifen ist mit ungefähr so 3-4 mm Stärke. Und den habe ich mir jetzt grob vorgebogen. Der muss eine bestimmte Form bekommen, muss hier unten schon das Loch haben für den Kielbolzen. Das habe ich alles schon soweit vorbereitet. Ich hoffe, dass die Maße soweit passen. Und man kann es hier so ein bisschen ablesen. Also das ist ja, naja, was mag das sein? 80-90 cm ist die Tiefe, bis hier oben der Anschlag kommt, und dann sind aber noch Einbauten da und ich muss hier unten an diesen Kielbolzen rankommen. Das heißt, diese gesamte Länge muss ich überbrücken mit einer Verlängerung auf der Knarre und einer 32er Nuss. Und dann habe ich Carlos eben auch gebeten, den Schweißer gebeten, dass er mir, ich habe so eine kleine Verlängerung gekauft, es gab nur 10 cm Verlängerungen im Baumarkt, die habe ich in der Mitte gekappt, und habe Carlos gebeten, mir ein Rohr dazwischen zu schweißen, sodass ich an einer Stelle oben praktisch für die Knarre den Anschlag habe und unten den Anschlag für die Nuss habe. Und bevor wir jetzt aber loslegen müssen, muss ich den Pumpensumpf noch leer räumen. Da sind verschiedene Rohre drin, muss dann erst den Pumpensumpf reinigen und dann kann ich mich dran machen, das alte Bonding-System auszubauen und dann das neue wieder anzubauen und dann die Kabel daran anzuschließen. Die ersten Schritte sind jetzt absolviert. Der Pumpensumpf ist soweit ausgeräumt, ausgesaugt, gereinigt und wieder ausgesaugt, ausgefeudelt und nochmal ausgesaugt. Das Rohr ist gereinigt, was da drin war. Ja, also es ist schon die vorbereitende Arbeit, ist nicht zu verachten. Mir ist gerade aufgefallen, dass die GoPro ein bisschen doof hing. Das heißt, ihr konntet gar nicht so richtig in den Pumpensumpf reingucken. Zum Glück ist er gerade leer, ausgesaugt und fertig zur Installation. Das heißt, ich zeige euch den noch mal kurz. Das hier ist der Kupferstreifen und der müsste eigentlich hier unten aufgelegt sein. Da sieht man auch noch einen Rest, das ist nämlich der Kielbolzen, aber er steht zur Seite weg und nach oben weg. Man kann also auf den Aufnahmen zum einen den Kielbolzen unten sehen, als auch seitlich davon diesen Kupferstreifen, der abgerissen ist, und das ist eigentlich die Verbindung, die da sein müsste, und die werde ich jetzt, ja, den Kielbolzen erstmal versuchen zu lösen. Ich habe hier mit dem Gafferband die Nuss auf diese große Verlängerung von Carlos drauf gemacht und bin tatsächlich ein bisschen am Bibbern, weil er mir ja gesagt hat, dass die Schweißung nicht so doll ist. Also drückt mir bitte die Daumen, dass das jetzt nicht abreißt.
Das sieht so aus, als ob ich die Schraube losgebrochen hätte, also die Mutter losgebrochen hätte, also nicht die Verlängerung abgerissen hätte. Es ist glatt gegangen, also die Mutter ist ab. Die liegt hier, da ist der Kielbolzen und hier ist noch ein Rest von dem Bonding-System. Jetzt geht es darum, die Sachen da unten rauszukriegen. Den Bondingstreifen, den neuen, habe ich jetzt soweit hergerichtet und den alten habe ich blank gemacht. Man sieht es an meinen Händen, die sind dafür umso schwärzer. Und jetzt mache ich die Bohrungen, damit ich das dann miteinander verbinden kann mit 2 Bolzen. Und ich bin ganz froh, dass es ein Rohr war, was ich platt gedrückt habe, weil jetzt kann ich mit dem alten Bondingstreifen in den neuen reingehen und dann mit 2 Schrauben zupressen. Das heißt, er hat außen und innen eine Auflagerfläche mit dem neuen Bonding-Strap. Und ich werde dann zusätzlich noch wasserdichtes Fett reintun, damit der Kontakt auch dauerhaft bestehen bleibt. So, und jetzt bohre ich, schraube sie zusammen und dann kommen sie rein. Warm ist es hier unten. Wenigstens müffelt es nicht mehr, weil der Dreck weg ist. Also die Bonding Straps alt und neu sind jetzt am Platz und miteinander verbunden. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Mutter. Und bin froh, dass es keine Katastrophen gab. Das war ein kleines Hassprojekt von mir, weil ich echt Sorge hatte, dass mir dass ich entweder die Mutter nicht rauskriege oder dass mir die Verlängerung abschert und kaputt geht und ich dann alles wieder einbauen muss, ohne was gekonnt zu haben. Deswegen bin ich glücklich, dass die Mutter drin ist und der Bonding Strap mit dem alten Bonding Strap verbunden ist. Und jetzt muss ich nur noch die Schläuche reinhängen und die Pumpe wieder reinhängen und dann war es das. Sieht so aus, als ob wir wieder einen Namen bekommen. Ja, wir kleben jetzt endlich den Namen wieder. Wir behalten ja den alten Namen und ich wollte den gerne so original wie möglich haben und das hat mich ein bisschen Zeit und Nerven gekostet, die Schrift zu finden, weil Amels haben alle ursprünglich die gleiche Schrift. Also ich glaube, ich habe eine ziemlich ähnliche gefunden. Es war schon 2 oder 3 Mal eine Schrift draufgeklebt, auch in unterschiedlichen Größen. Leider, was man immer noch sieht. Hier unten stand noch, so wie das früher war, La Rochelle. Da kommt jetzt unser schönes Hamburg hin. Das ist natürlich kürzer, das wird man sehen, aber das bleicht sich, wenn ihr mal sowas macht, das bleicht sich mit der Zeit auch wieder aus und das gleicht sich auch irgendwann von der Farbe wieder an. Das lässt sich nicht ändern. Die Schrift unten werde ich am Stück kleben. Das ist ein relativ kurzer Schriftzug. Der Rahmen kommt natürlich weg, der ist jetzt nur zum besseren Anlegen und zum besseren Vermessen da. Den oberen Schriftzug werde ich die Trägerfolie stückeln, das zeige ich euch dann. Man kann sowas auch, wenn das größere Sachen sind, also ihr habt zum Beispiel einen Logo-Aufkleber, der viel größer ist, kann man das auch mit feucht kleben, also mit Spüliwasser. Das ist 1 Liter Wasser, 1 Tropfen Spüli. Diese Benetzung hilft dabei, die Klebefläche nicht sofort festzukleben. Ihr könnt es dann dorthin schieben, wo ihr wollt und dann zieht ihr mit einem Rakel, das ist das hier oder auch so, die Feuchtigkeit raus. Mache ich jetzt bei einem einfachen, schlichten Schriftzug nicht. Kommt aber auch dazu, dass ich habe das ja mal gelernt. Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt aber sehr nach Spezialistin, was du da ja, gerade erklärst. Sehr genau. gut. Ich weiß ja, wie es geht.
Ich würde trotzdem nicht empfehlen, je kleiner und fragiler eine Schrift oder ein Logo ist, das mit Wasser zu kleben, das wird schwierig, das dann abzuziehen. Also da muss man dann sehr, sehr sorgfältig arbeiten, das Wasser rauszuziehen. Mit Wasser klebt man zum Beispiel auch diese Milchglasfensterfolien und so weiter, wenn man das mit Wasser klebt, oder UV-Schutzfolie ans Auto, kleben sich ja auch viele. Wenn ihr da keine Luftblasen haben wollt, macht das mit Wasser. Aber darum geht es jetzt nicht. Schwierig ist, dass ich kopfüber kleben muss. Das mag ich jetzt tatsächlich auch nicht so gerne, aber das lässt sich nicht vermeiden. Also theoretisch gibt es ja da unten eine Stufe, aber das ist auch, glaube ich, ziemlich Das hilft unbequem. jetzt auch nicht, weil da ist die Gefahr größer, dass ich ins Wasser falle. So, ich mache das so, dass ich mir immer eine Ecke abziehe und die ganz, ganz, ganz sorgfältig umknicke. Richtig mit dem Fingernagel festziehen und dann ganz plan auflegen und dann mit dem Rakel anfangen. So. Wenn die erste Ecke sitzt, ist das Schlimmste schon geschafft. Ich finde das cool, dass du das so detailliert erklärst jetzt. Ja, Haben da ja kommt, eigentlich auch mehrere Bootseigner was davon, weil Genau. wir haben schon schlimme Schriften hier im Hafen gesehen. Ja. Ne? da kommt dann jetzt mein Ausbilder wieder durch. Und dann wird das ganz sorgfältig und langsam festgerakelt. Und je sorgfältiger ihr arbeitet, umso weniger Luftblasen habt ihr am Ende drinnen. Aber vorher natürlich Putzen. gut reinigen, ne? Ja, Isopropanol. So, Hat gar nicht That's it. wehgetan, ne? das tut nie weh. Juti. Das kann ich jetzt oben so weitermachen. Wie aber schon gesagt, es ist ein sehr langer Schriftzug, deswegen werde ich es einmal in der Mitte halbieren. Ist mir immer lieber, damit ich den dann auch nachher wieder weiß, wo er hin muss. Klebe ich mir jetzt erstmal eine Kante. Sicherheitshalber. Ich trenne jetzt hier die Trägerfolie. Da hast du kein Maß, ne? Das ist einfach nur jetzt durchschneiden. Ja, ja, einfach nur durchschneiden. Halt nicht den Schriftzug durchschneiden, ne, sondern nur die Trägerfolie. Und nicht den restlichen Schriftzug ins Wasser schmeißen. Ne, ich schneide ja nur, Ach so, nur die Trägerfolie. nur die Trägerfolie. Genau. So, weil Ich hätte wenn jetzt ich... alles durchgeschnitten. Ja, Ach so, das nee, ist aber mir dann klar. verrutscht es ja. Mhm. Nee, tut es nicht. Aber es kann man auch machen. Man kann es auch in der Mitte durchschneiden und dann klebst du den neuen einfach, fängst du beim neuen einfach hier direkt an festzukleben. Das ist auch gut, wenn du anfängst, du hast einen langen Schriftzug, so wie jetzt wir hier. Und du fängst an und du merkst, oh, jetzt wird es aber ein bisschen schepp. Dann kannst du es auch abschneiden und kannst den Rest noch mal ein bisschen ausgleichen und dann weiterkleben. Okay. Dekorateurstrick 17. Und was ist Dekorateurstrick 21? 17 reicht. Gut. Wer es bis 17 nicht geschafft hat, sollte es noch mal drüber nachdenken, ob er das wirklich machen will. Nee, der sollte Dekorateur anrufen. Das heißt so nicht mehr. Nee, Schauwerbegestalter. Das heißt so nicht mehr. Visual Merchandiser. Und noch ein kleiner Extra-Tipp vom Gestalter für visuelles Marketing. Holt euch gleich 2 Schriftzüge, weil es ist völlig legitim, sich auch mal zu verkleben. Und dann macht man es halt ab und macht es nochmal neu. Was kosten so Schriftzüge eigentlich? Was haben wir da jetzt bezahlt? Weiß nicht, was hast du bezahlt? 50 für beide zusammen. 50. Aha. Alter. Teuer? Ja. 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 Allerdings. Ja, nu. Ja, nur. Warum nimmst du da jetzt den Filzrakel und nicht den Kunststoffrakel? Weil der weicher ist, ist es angenehmer. Aha. So. Ja, jetzt habe ich den ersten Teil.
Hier geht es wieder genauso weiter. So. Ging jetzt ganz schön schnell, ne? Natürlich. Wenn ihr Luftblasen drin habt, dann nehmt ihr eine kleine Nadel, so ganz normale kleine Stecknadel, piekst in das Loch rein und rakelt dann um das Loch rum, quasi die Luft durch das Loch raus. Ich ziehe die immer ganz knapp ab, ganz glatt. Da ist die Gefahr am geringsten, dass es glanzt, nicht matt. Wir haben matt bestellt. Ich bin gerade echt sauer. Wir haben jetzt nicht 50 € für Glanzfolie bezahlt. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade wieder so pampig bin, aber wir haben extra matt bestellt. Jemanden gesucht, der uns matt macht. Und jetzt hat das doch Glanz gemacht. Und sowas mag ich nicht. Für dich. Tada! Also von hier aus sieht man nicht, dass das Glanz ist und das sieht super aus. Ist es gerade? Bist du zufrieden? Ja. Also wenn es jetzt nicht gerade ist, du hast die Abnahme gemacht. Also es gibt jetzt keine Endabnahme mehr. Ich kann jetzt nicht mehr meckern. Nee, also du kannst meckern so viel wie du willst. Klar, aber... Ja, komm du mal gucken, was du davon Ja, hältst. gleich. Ich mache erst Ordnung. Ja. Ah. Hammer gut geklebt. Findest du das jetzt schlimm mit dem Ja. Glanz? Ja, ich finde das schlimm. Ich wollte kein Glanz. Ich habe matt bestellt. Ich finde das schlimm. Ich finde, das ist eine persönliche Sache von mir. Und ich finde Glanzschrift vor allem in dick, so wie das jetzt, sieht halt billig aus als Schrift. Ich mag es nicht. Egal, wir haben wieder Namen und es ist Hamburg drauf. Alles gut. Das ist das Wichtigste. Es wird auch nicht ewig halten. Xavi wollte eigentlich heute Morgen um 11 kommen, aber heute ist der erste Tag in der Woche und das war wohl Chaos. Viele wichtige Sachen. Jetzt ist er aber da oder war kurz da, er kommt gleich wieder. Es ist an der Pumpe oben in der Mitte am Flansch eine Schraube, so eine Verstellschraube, da kann man eine Einstellung vornehmen und da scheint der Ring undicht zu sein, die Dichtung, das was ich auch vermutet hatte. Und er hat erst versucht, die Schrauben zu lösen und die Pumpe ein Stück nach vorne zu ziehen, aber er kriegt die Schraube nicht raus und das heißt, die Pumpe muss ausgebaut werden. Jetzt macht er sich dran, die Pumpe auszubauen. Er geht aber davon aus, dass er selber den Ring tauschen kann, also den Dichtring. Das wäre schon mal super, aber mal sehen, was das jetzt wird. Keine Ahnung. Freu dich doch mal, wenn er es selber machen kann. Glaub doch mal dran. Glaub an ihn. Wir glauben an ihn. Ha? Ja, wir glauben an ihn. Er wird das schaffen. Sei doch mal ein bisschen positiv. Wird schon.
mal auf. Der ist schneller fertig mit dem Motor als wir fertig, dass wir abfahren können. Xavi ist echt irre schnell. Also da bin ich echt froh, dass ich nicht angefangen habe. Ich meine, das ist ja ganz nett, wenn ich auch mal ein bisschen schraube und ein bisschen am Motor rumspiele. Aber was er macht, ist natürlich eine andere Liga, ne? Der weiß genau, wo er hinfassen muss. ¿Y es esto? Also der Mechaniker hat ja die Pumpe jetzt tatsächlich ausgebaut und mitgenommen. Wie er die Pumpe dann draußen hatte, hat er sich die Schraube auch nochmal angeguckt, hat gemeint, nee, er bringt die jetzt doch zum Spezialisten. Das heißt, wir wissen nach wie vor nichts. Also die geht jetzt zum Spezialisten, dann kriegen wir einen Kostenvoranschlag und dann wissen wir mehr. Eventuell dauert es aber tatsächlich nur 10 Tage, 8 bis 10 Tage. Mal sehen. Im Motorraum jedenfalls. Da wo die Pumpe war, hier vorne oben links, ist jetzt ein Loch. Und dahinter ist der Zahnriemenkasten, ist jetzt natürlich leer. Und so können wir natürlich jetzt auf keinen Fall fahren. Das heißt, wir sind jetzt auf jeden Fall darauf angewiesen, dass Xavi mit einer reparierten Pumpe zurückkommt und sie auch wieder einbaut. Nachdem er natürlich die Nockenwelle und die Kurbelwelle müssen in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen. Deswegen hat er mich gebeten, den Motor nicht anzufassen. Mache ich natürlich auch. Und ja, jetzt ist Warten angesagt und hoffen. Preise haben wir natürlich auch noch nicht.